Moin und herzlich willkommen aus Miniaturwunderland. Es ist wieder Zeit für ein Update. Ihr seht, wir bauen überall. Was es mit diesem Umbau auf sich hat, das erfahrt ihr am Ende des Updates. Wir haben aber noch zwei ganz andere tolle Themen für euch. Es war Hafengeburtstag, wie immer Zeit bei uns, dass ganz viele RC-Schiffe auf unserer Nordostsee fahren. Ein ganz schöner Bericht, den seht ihr auch gleich. Aber starten tun wir mit etwas ganz Wichtigem, nämlich Kinder. Kinder lesen vielleicht nicht mehr ganz so viele Bücher heute. Und da gibt es eine ganz tolle Aktion in Hamburg und da haben wir die Schirmherrschaft übernommen. Und Gerrit hat was ganz Tolles dazu gesagt. Schaut mal selbst. Hallo liebe Kinder, Bücher. Auch wenn sie nur aus Papier und Buchstaben bestehen, sie können etwas ganz Besonderes. Sie bringen eure Gedanken zum Fliegen. Wenn ihr ein Buch lest, seid ihr plötzlich nicht mehr im Klassenzimmer oder zu Hause auf dem Sofa. Ihr seid in einem Dschungel, auf einem Piratenschiff oder bei einem Drachen in einer anderen Welt. Und das Verrückte daran, alles spielt sich nur in eurem Kopf ab. Nur ihr bestimmt, wie die Ritter aussehen, wie laut das Monster brüllen oder wie schnell das Raumschiff fliegen soll. Das kann kein Fernseher, das kann kein Tablet, nur ihr und das Buch zusammen. Bücher machen unsere Fantasie stark. Aber Bücher können noch viel, viel mehr. Sie bringen euch zum Staunen. Plötzlich erfahrt ihr, wie groß der höchste Baum der Welt ist oder warum können Pinguine eigentlich nicht fliegen. Ihr lernt Dinge, die ihr vorher nie gewusst habt und merkt, die Welt ist wie hier voller Wunder. Und wisst ihr was? Bücher machen euch schlauer und stärker und auch mutiger. Weil mit jeder Geschichte lernt ihr anders zu denken. Und wer viel liest, lernt neue Wörter und versteht viel besser, was um ihn herum passiert und kann sich selber viel besser ausdrücken. Das macht nicht nur gute Noten, sondern auch ganz viel Spaß. Deshalb ist Lesen so wichtig. Und nicht, weil die Lehrer es wollen, auch nicht, weil die Eltern sagen, lies ein Buch, sondern weil Bücher wie Schatztruhen sind. In jeder steckt etwas. In jedem Buch steckt etwas, was euch klüger macht, fröhlicher oder halt mutiger. Also öffnet ab und zu so eine Schatztruhe. Ihr werdet überrascht sein, was ihr darin findet. Und Lesen ist immer gut für den Kopf. Es macht uns auch ruhiger und konzentrierter und kreativer. Es ist wie Sport, nur eben für das Gehirn. Deshalb nehmt euch die Zeit für Bücher. Sie sind kein Kram aus der Vergangenheit. Sie sind der Weg in eine eigene Zukunft, in eure Zukunft. Danke, dass ihr zugehört habt und viel Spaß beim Lesen. So, es ist soweit. Der Bücherzug geht auf die Reise. Wir fangen mit der Lokomotive an. Und dann kommt schon die Schatztruhe mit den vielen, vielen Büchern, die ihr öffnen könnt und euch in ferne Welten oder in großes Wissen verzaubern könnt. Und jetzt geht der so rum. Hier steht die Herausforderung fürs nächste Jahr. 75 Meter muss der Bücherstapel hoch sein, der gelesen wird. Und das entspricht genau die Gleisstrecke von hier bis nach Knuffingen. Und auf diese Reise schicken wir den Zug jetzt, wenn ich ihn dann angekoppelt kriege. Kriegst du? Yes, ey. Ich habe schon an meinen letzten Fähigkeiten gezweifelt. Ich bin Ursel Schäffler von den Büchertürmen in Hamburg und wir suchen die Kinder dazu zu überreden, dass sie turmhoch Bücher lesen, solche Stapel, damit sie ganz viel lernen, ganz viel von der Welt erleben. Und auf dem Zug, der jetzt durchs Wunderland fährt, ist auch ein Waggon mit Büchern dabei. Und diese Bücher enthalten alle die Geschichten, die im Wunderland erzählt werden, in den Dörfern und Städten und die tollen Szenen. Und im Wunderland geht es ja um ganz, ganz viel Fantasie. Und damit euch diese Fantasie erhalten bleibt, auch wenn ihr groß seid, müsst ihr ganz viele Bücher lesen. Mit Volldampf geht's jetzt in den Lesersommer 2025. Dann losschicken. Mach mal. Leitstand verlieren? Ja. Ja, bitte die Hafenbahn entsperren und losschicken. Genau. Ah. So, da geht die 75 Meter Reise los und das ist der Stapel Bücher, den ich mir sehr, sehr wünsche, der in diesem Jahr geschafft wird, gelesen zu werden. Danke.
Also, liebe Kinder, lesen, lesen, lesen. Manchmal ist es einfach nur das richtige Buch, das man finden muss und schon ist man infiziert. Jetzt kommen wir zum Schippern, Schippern, Schippern. Wie jedes Jahr beim Hafengeburtstag haben wir das wahnsinnige Glück, dass die IG Mikromodell bei uns ist und hier auf unserer Nordostsee mit massenhaft kleinen Schiffen unterwegs ist. Ein absolutes Highlight, alle gucken zu. Es ist sogar inzwischen ein offizieller Teil des Hafengeburtstags im Programmheft geworden. Wir sind stolz und glücklich, dass ihr jedes Jahr wieder zu uns kommt und uns und unsere Gäste glücklich macht. Haben wir natürlich einen kleinen Bericht für euch. Schaut selbst, das ist ganz toll jedes Jahr. Moin, heute ist Hafengeburtstag auf der Elbe und hier ist Miniaturhafengeburtstag, deshalb sind wir hier, haben einen Haufen kleiner Modelle mitgebracht und damit spielen wir hier und zeigen den Zuschauern ein wenig Funktionen im Schiffsmodellbau. Wir machen alles, was Spaß macht. Das heißt, wir haben ja Schlepper, wir haben Kräne, wir haben U-Boote und alle diese Modelle haben sehr viele Funktionen, die wir einfach ausfahren. Mit den Kränen wird gearbeitet, wir schleppen hier die großen Schiffe hier, die Cap San Diego. Das ist die schönste Ecke der Welt, um sowas zu machen. Also hier, es gibt nichts Besseres, um mit diesen kleinen Modellen hier zu spielen. Das kannst du nicht draußen auf dem Teich machen, da hast du Wind und Wetter und Wellen. Und hier hast du die naturgetreue Umgebung und es passt perfekt. Das sind fast keine Modellbausätze. Ich würde sagen, 90% sind Eigenbauten, 50% davon existieren tatsächlich reale Vorbilder. Und 40%, das sind dann Schiffe, die sind sehr vorbildähnlich, die könnte es so geben, aber sie existieren nicht in der Realität. Der Ort hier heißt der Bergweg und Bergweg hat ein Fährterminal und der war nicht richtig schön und den habe ich jetzt einfach schöner und vor allen Dingen funktionsfähig gemacht. Man kann ihn der Tide entsprechend hoch und runter fahren. Das zeige ich euch jetzt. Aber so ein Fährterminal ist natürlich nichts ohne Fähre, also muss ich jetzt mal die Fähre steuern. Und euch zu Ehren habe ich die Fähre Bergweg genannt. Die ist an die Fähren des Nordostseekanals angelehnt und da hinten fährt sie. Die gelben Blinklichter gehören auch dazu, ist auch auf dem Nordostseekanal so. Und jetzt fährt man damit zum Terminal. So, dann muss ich versuchen, das sauber anzulegen. Vor allen Dingen schwierig wegen des Windes der Klimaanlage und der Magnete dort. Und man sieht zu wenig. Jetzt muss die Rampe runter von der Fähre auf den Terminal. Ich kann es jetzt schon gar nicht erwarten, dass nächstes Jahr wieder Hafengeburtstag ist, hoffentlich wieder so viele Schiffe fahren. Das ist ja so eine Art Win-Win-Win-Situation. Für die Jungs ist es ganz viel Spaß. Wir freuen uns tierisch, dass so viele Schiffe unterwegs sind. Ihr als Gäste natürlich auch. Kommen wir als letztes Thema zum Eingangsbereich. Den bauen wir nämlich mal wieder neu. Das Wunderland wächst und wächst. Als wir das hier vor 10 Jahren gebaut haben, dachten wir, wir bauen eine riesengroße Garderobe. 7 Eintrittskassen, dahinter der Warteraum. Das reicht für die Ewigkeit. Dann haben wir irgendwann einen Brückenschlag gemacht, Rio de Janeiro, und es sind dementsprechend alles schon wieder zu klein geworden. Jetzt bauen wir seit ein paar Wochen hier. In 3 Wochen sind Sommerferien und bis dahin wollen wir fertig sein. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Dann kommt hier die Garderobe wieder viel größer hin. Da hinten wandert der Kassenbereich hin, dahinter der Warteraum. Ich glaube, das wird alles wunderschön und toll. Das könnt ihr euch gleich im letzten Bericht selbst anschauen. Für mich heißt es Tschüss zu sagen. Bleibt interessiert am Wunderland. Wir machen natürlich ein Update, wenn es fertig ist, aber es gibt demnächst auch wieder ganz viele andere Geschichten aus dem Wunderland. Macht's gut. Tschüss. So, wie man schon leicht erkennen kann, bauen wir gerade um. Der letzte Umbau hat 2018 stattgefunden und seitdem hat sich viel getan. Seit Corona hat sich das alles ein bisschen geändert, das Kaufverhalten der Gäste. Bedeutet, vorher haben sehr, sehr viele Leute vor Ort Tickets gekauft und weniger Leute online. Jetzt hat sich das genau umgedreht. Das bedeutet, die Verhältnisse stimmen nicht mehr so ganz. Wir brauchen einen kleineren Eingangsbereich bzw. eine kleinere Eingangskasse, eine größere Garderobe, weil Leute, die Tickets haben, gehen direkt hier durch und werden dann auf die Garderobe stoßen. Eine kleine Sache noch, ich befinde mich gerade hier vor unserem Lila Tor und ich glaube, es ist das meistgesuchteste Tor in ganz Hamburg. Denn wenn Leute Online-Tickets kaufen, dann ist immer die Sprache von einem Lila Tor in der E-Mail, die sie bekommen. Und die Leute sind schon so euphorisch, dass sie teilweise unseren Parkplatzwächter vor dem Gebäude schon fragen, wo denn dieses Lila Tor ist. Und es ist hier im 2. Stock. Wenn wir mit der Eingangsplanung alles richtig machen, dann ist es hoffentlich so übersichtlich, dass wir bald auf dieses Tor verzichten können. Jetzt aber sind wir an der Garderobe und dieser ganze Platz hinter mir war vorher der alte Eingang, bedeutet Eingangskasse und
Garderobe. Jetzt wird es nur noch die Garderobe sein, denn es wurde hier zwischenzeitlich immer ein bisschen eng, wenn viele Gäste auf einmal gekommen sind. Und jetzt haben wir hier wirklich genug Platz. Da euer Besuch aber trotzdem so schön wie möglich sein soll, haben wir ein Provisorium errichtet, wo ihr trotzdem dann Jacken abgeben könnt, um einen unbeschwerten Aufenthalt bei uns zu haben. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt auch mal direkt hin. Das ist aktuell unsere Garderobe und unsere Eingangskassen. Die sind ins ehemalige Separé gerutscht, denn aktuell jagt hier eine Baustelle die andere. Angefangen haben wir mit dem Bistro, jetzt war der Eingang dran und demnächst kommt der Wartebereich. Der neue Wartebereich soll deutlich bequemer werden. Die alten Möbel sind mittlerweile schon ziemlich durchgesessen und wenn ihr spontan zu uns kommt, wird es zu Wartezeiten kommen. Deswegen immer die klare Empfehlung, Online-Ticket zu kaufen, denn dann muss man natürlich nicht warten und kann direkt reingehen. Hier auf diesem Podest entstehen gerade unsere neuen Eingangskassen. Hier ist noch viel Arbeit zu tun. Das schaffen wir dann aber bis zu den Sommerferien. Hoffen, dass wir euch dann hier auch begrüßen können. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst gerne einen Kommentar und dann bis zum nächsten Mal.